In diesem Video hören Sie einen kurzen Auszug aus meinem Vortrag Nackte Seele. Es geht um Privatsphäre in der Pflege, also um ein Recht, das pflegebedürftigen Menschen zusteht, im Alltag aber viel zu oft verloren geht. Genau darauf möchte ich in diesem Ausschnitt den Blick lenken. Falls Sie meinen Vortrag Nackte Seele komplett und unzensiert sehen möchten, kontaktieren Sie mich einfach. In Pflege- und Wohnheimen ist Privatsphäre oft das Erste, was unter Druck gerät. Dabei ist Privatsphäre kein Luxus und keine Höflichkeit, sondern ein Recht. Ich denke, dass nur wenige Pflegebedürftige wissen, dass sie dieses Recht haben und dass viele es wegen ihrer Beeinträchtigung oder ihrer Abhängigkeit nicht einfordern können. In der Pflegecharta steht ausdrücklich, dass jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch Anspruch auf Schutz von Privatheit und Intimsphäre hat. Trotzdem erleben viele Menschen in Einrichtungen, dass Türen offen bleiben, dass nicht geklopft wird, dass man im Vorbeigehen noch schnell etwas mitmacht und dass intime Situationen so behandelt werden, als wären sie einfach Teil des Betriebs. Für die betroffene Person fühlt sich das aber nicht wie Betrieb an, sondern wie ausgeliefert sein, gerade weil man in einem Heim nicht selbst bestimmen kann, wer wann reinkommt, wer im Dienst ist, wer mithört oder wer plötzlich im Raum steht. In Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen kommt oft noch etwas dazu, das besonders schwer wiegt, weil das Wohnen dort dauerhaft mit Unterstützung organisiert ist und Privatsphäre dadurch noch wichtiger wird. Das Deutsche Institut für Menschenrechte schreibt, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in besonderen Wohnformen häufig verletzt wird und dass Bewohnerinnen und Bewohner unter anderem von fehlender Privatsphäre, mangelnder Mitbestimmung und fehlenden Wahlmöglichkeiten berichten. Und auch die UN-Behindertenrechtskonvention betont den Schutz der Privatsphäre unabhängig vom Aufenthaltsort. Das bedeutet ganz praktisch, nicht nur die Pflegehandlung selbst ist intim, sondern auch das Leben drumherum. Wer mithört, wer Zugang hat, ob man allein sein kann, ob man bestimmen kann, wer einen wäscht, wer einen nackt sieht, wer einen berührt. Wenn solche Entscheidungen nicht bei der Person liegen, dann wird Abhängigkeit zum Systemzustand. Ein wichtiger Grund dafür ist oft nicht Absicht, sondern Überlastung. Zeitdruck, Personalmangel und Arbeitsverdichtung sind in der Pflege seit Jahren ein zentrales Problem. Viele Pflegekräfte arbeiten unter Stress und individuelle Bedürfnisse gehen dadurch schneller unter. Und genau hier passiert das, was man als Außenstehender leicht unterschätzt. Unter Stress wird Pflege schnell zum Ablauf. Dann wird Zudecken zu etwas, das man später macht. Dann wird Erklären zu etwas, das man weglässt. Dann wird die Tür zur Nebensache, weil man ja gleich wieder raus muss. Das sind Kleinigkeiten, die sich für die Pflegekraft wie Sekunden anfühlen. Für die pflegebedürftige Person sind es aber Grenzen, die fallen. Und wenn Grenzen fallen, fällt Würde. Deshalb reicht es nicht, Privatsphäre nur als gutes Benehmen zu behandeln. Es braucht klare Standards und eine Haltung, die Privatsphäre aktiv schützt. Klopfen, warten, erklären, Tür zu, Sichtschutz, zudecken, wenn etwas geholt wird und vorher sagen, wer im Raum ist und warum. Und es braucht Rahmenbedingungen, die das möglich machen. Genug Zeit, genug Personal, genug Ruhe. Denn die Pflegecharta sagt selbst, dass der Schutz der Privat- und Intimsphäre unter den Rahmenbedingungen in Einrichtungen nicht immer vollständig gewährleistet ist, aber dass es trotzdem das Ziel aller Beteiligten sein muss. Genau darum geht es. Nicht um Perfektion, sondern um Richtung. Eine Einrichtung kann Stress haben, aber sie darf Privatsphäre nicht verlieren wie ein unwichtiges Detail. Weil Privatsphäre am Ende genau das ist, woran man merkt, ob ein Mensch noch als Mensch behandelt wird.